Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin- und Blockchain- und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um was wirklich nur Bitcoin hat, nämlich Skript. Also die Sprache hat nur Bitcoin. Es gibt noch viel mächtigere Varianten als Skript, aber wir wollen hiermit natürlich anfangen. Und zwar, Skript ist Bitcoins Programmiersprache. What? Warum Programmiersprache? Naja, ist so. Bitcoin ist nicht einfach nur, ich überweise an jemanden, sondern es ist tatsächlich noch ein bisschen mehr als das. Ich kann natürlich noch mehr und komplexere Dinge machen. Ich kann auch richtig schön fette Logik reinschreiben. Der Standard, den man sieht, ist einfach, ich überweise Bitcoin an einen Public Key Hash zum Beispiel. Oder halt an eine Bitcoin-Adresse, das ist dasselbe. Und ja, das ist so der Standard, aber man kann tatsächlich noch sehr viel mehr machen und viele wissen das gar nicht. Und ja, das möchte ich euch heute einfach mal ein bisschen genauer zeigen. Wir starten natürlich mit dem Standard. Selbst dieser Überweisegeld an eine Bitcoin-Adresse ist trotzdem in Skript geschrieben. Skript ist wirklich sozusagen eine Programmiersprache und das ist jetzt ein Beispiel, das ist wirklich so auf der Blockchain, das habe ich gerade vor 5 Minuten oder sowas von der Blockchain runterkopiert. Also nein, ich habe die Folien noch fertig gemacht. Also bevor ich die Folien fertig gemacht habe, habe ich das von der Blockchain runterkopiert und ja, eigentlich ziemlich interessant, vor allem, weil wir jetzt gleich verstehen werden, was da passiert. Okay, also zunächst einmal muss gesagt werden, Bitcoins Programmiersprache Skript ist eine Stack-basierte Programmiersprache. Das ist sehr ungewohnt und sie ist auch nicht Turing-vollständig. Was genau diese beiden Sachen heißen, klären wir jetzt. Okay, nicht Turing-vollständig bedeutet, ihr habt nur einen begrenzten Befehlssatz. Das heißt, ihr könnt nur eine gewisse Anzahl an Funktionen ausführen. Zum Beispiel gibt es keine Schleifen. Es gibt keine Schleifen in Skript. Das ist Absicht, damit nicht alles ausgeführt werden kann. Und ja, das bedeutet im Endeffekt, ist nicht Turing-vollständig. Es gibt Turing-vollständige Programmiersprachen für eben solche Locking- und Unlocking-Scripts. Und das ist tatsächlich zum Beispiel bei Ethereum der Fall. Es gibt auch noch andere Varianten davon. Bitcoin hat sich tatsächlich mit Absicht dagegen entschieden, um eben Angriffe abzuwehren, also um tatsächlich einfach möglichst wenig Bugs zu produzieren, haben trotzdem Bugs, keine Sorge. Genau. So, nochmal kurz zurück zu unseren Locking- und Unlocking-Scripts. Das muss ich noch kurz genauer erklären. Und zwar, Unlocking-Scripts sind sozusagen das, wo ihr beweist, okay, ich bin Besitzer des Kontos. Locking-Scripts heißt, ich überweise von meinem Konto Geld an ein anderes Konto. Zum Beispiel. Also, das hatten wir ja schon alles geklärt. Und mit dem Unlocking-Script kann derjenige dann wieder beweisen, dass er auch wirklich dieses Konto besitzt und alles Geld, was da drauf ist, ausgeben. Das ist ganz wichtig, jetzt diese Schematik zu verstehen und ja, dass man dann auch versteht, okay, diese Skripte werden eigentlich sogar separat voneinander ausgeführt. In dem Fall sind sie sehr simpel, das heißt, die werden erstmal wird dieses Unlocking-Script, das ist das da oben, ausgeführt, komplett bis zum Ende und dann wird das Locking-Script ausgeführt. Wenn aber in dem Locking-Script ein Fehler ist, also zum Beispiel auch nur ein Byte ist falsch, dann kann der Empfänger das Geld nicht benutzen. Das Geld ist einfach gelockt für immer. Und so gehen auch immer wieder mal ein paar Bitcoin flöten, weil derjenige halt irgendwie einen Fehler macht und niemand kann mehr auf dieses Geld zugreifen. Es ist einfach auf der Blockchain und niemand akzeptiert dieses Geld mehr, denn niemand kann halt beweisen, dass er dieses Konto besitzt, weil halt einfach irgendwas falsch gelaufen ist. Und da muss man sehr vorsichtig sein, da geht auch einiges schief. Aber wir wollen uns jetzt erstmal angucken, wie dieses Stack-basierte funktioniert. So, wie gesagt, man geht von oben nach unten. Das heißt, zunächst einmal hat man hier im Unlocking-Script Push-Data 71Y. Ich habe jetzt hier die ganzen Zeichen verkleinert, dass ich hier, wartet ganz kurz, dass ich das Ding hier nicht mehr kopieren muss und da drauf schreibe, weil das einfach nur mega umständlich ist. Deswegen habe ich jetzt hier gesagt, es ist übrigens auch nicht das Skript, es ist das hier ist so das, was man als Standardüberweisung bezeichnen könnte. Y ist jetzt hier die Signatur als erstes Mal. 71 bezeichnet die Länge von den Daten, die hinten dran stehen, damit man weiß, wie viel hinten dran steht. Und hier 33 ist auch wieder die Länge. Z ist der Public Key. Achtung, nicht die Bitcoin-Adresse. Und Y, wie gesagt, die Signatur. Und hier unten X bezeichnet die Bitcoin-Adresse. Also, okay. Gut. Was als erstes ausgeführt wird, das ganz oben. Das heißt, wir haben hier den Befehlssatz und wir haben hier einen Stack. Dieser Stack ist sozusagen, was für Variablen wir aktuell gerade zur Laufzeit haben. So, und ja, PushData 71Y macht einfach, es pusht 71 Byte auf unseren Stack drauf
Und diese Bytes sind halt hier in Y angegeben. Das heißt, wir pushen Y auf unseren Stack drauf. Okay, eine Variable, die wir verwenden können. Super gut. Jetzt push-Data Z bedeutet so viel wie schreib Z auf den Stack. Okay, bis dahin war es recht einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, und zwar dup. Dup macht Folgendes: Es nimmt sich das oberste Element von dem Stack, das ist in unserem Fall Z, ich zeige es euch. Hier steht ZY drauf und wir nehmen jetzt mit dup das oberste Element, also Z. Nehmen wir runter vom Stack, das heißt, es steht nur noch Y drauf, und dann pushen wir zweimal das Element, was wir gerade gepoppt haben, also wirklich zweimal. Deswegen dup für Duplicate. Und ja, dann haben wir zweimal Z und ganz unten steht Y drauf. Achtung, wir pushen hier auch immer von oben nach unten. Das heißt, wenn jetzt hier wieder was gepoppt wird, dann ist das auch wieder das oberste Element. Mit Y passiert erst ganz am Ende wieder was. Da muss man so ein bisschen drauf achten, wenn man die Skripts schreibt. Es ist sehr ungewohnt, dass man nicht auf alle Variablen Zugriff hat, aber es ist leider so. Okay, das ist jetzt dup gewesen. Das hat einfach dieses Z hier zweimal eben hingeschrieben. So. Hash 160 schnappt sich wieder das oberste Element, das war hier gerade noch ein Z, und dann berechnet es den Hash 160 von Z und schreibt den wieder auf den Stack drauf. Hash 160 ist jetzt auch wirklich eine Funktion, die euch Skript zur Verfügung stellt. Eine von vielen, die werden wir uns dann nächstes Mal kurz zumindest angucken. Und das macht im Endeffekt aus einem Public Key eine Bitcoin-Adresse. Das macht intern noch ein paar andere Sachen, aber im Endeffekt macht es genau das, und ihr müsst in eurem Unlocking-Script oder in eurem Locking-Script, je nachdem, wo ihr es verwendet, müsst ihr wirklich nur genau dieses Hash 160 angeben, ansonsten ist das so in Ordnung. Okay, das heißt, ihr müsst nicht irgendwie angeben RipeMD und dann Shay und dann wieder RipeMD oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht auswendig. In Skript heißt das Ganze umwandeln von Public Key in Bitcoin-Adresse einfach nur Hash 160. So, jetzt, was machen wir hier? Push-Data von X schreibt uns wieder mal X auf den Stack drauf. Das heißt, wir haben jetzt hier allerdings die Bitcoin-Adresse auf den Stack drauf geschrieben. So, jetzt haben wir hier also X als Bitcoin-Adresse, Hash 160 von Z. Z war der Public Key. Hash 160 macht eine Bitcoin-Adresse aus einem Public Key. Das heißt, wir haben hier die Bitcoin-Adresse, die man aus Z bekommt. Z wurde von unserem Unlocking-Script angegeben. Hier unten steht Z nochmal im Klartext und hier steht die Signatur zu eben Z. Okay, was machen wir jetzt? Wir machen Equal Verify. Equal Verify schnappt sich zwei Werte von unserem Stack, nämlich X und Hash 100, also immer die beiden obersten, und überprüft, ob die beiden gleich sind. Wenn sie nicht gleich sind, dann ist dieses Skript sofort am Ende und es wird falsch ausgegeben. Sprich, eure Transaktion ist nicht gültig, weil ihr kein Unlocking-Script angeben könnt. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich bin auch wirklich der Besitzer dieses Geldes, sondern das Skript sagt dann halt, nein, du bist nicht der Besitzer, also darfst du auch das Geld nicht ausgeben. Das macht jetzt hier Equal Verify. Das heißt, es überprüft erstmal, ob der Public Key und die Bitcoin-Adresse übereinstimmen. Klar, der Public Key kann aber trotzdem von jedem besessen werden. Man kann Bitcoin-Adresse und Public Key überall hin verbreiten. Das macht sicherheitstechnisch überhaupt nichts aus. Deswegen muss man natürlich auch noch eine Signatur angeben. Aber man muss natürlich erstmal überprüfen, ob der Public Key auch stimmt. Okay, und ja, am Schluss wird dann einfach die Signatur überprüft. Es gibt auch Check Sig Verify. Also Check Sig bedeutet Check Signature. Signature heißt Unterschrift. Und ja, Check Sig Verify ist genau dasselbe wie Equal Verify. Es überprüft die Signatur und wenn die Signatur gültig ist, dann läuft die ganze Sache weiter. Bei Check Sig wird Folgendes gemacht. Check Sig schnappt sich die oberen beiden Werte hier, also einmal den Public Key und die Unterschrift, also die Signatur tatsächlich, und überprüft, ob die Unterschrift für den Public Key gültig ist und genau, dann schreibt das Ganze True auf den Stack, wenn das Ganze auch wirklich eine gültige Unterschrift war, oder False auf den Stack, wenn es keine ist. Bei Verify hinten dran wird nichts auf den Stack geschrieben, da wird einfach nur die Ausführung direkt terminiert. Hier muss allerdings am Ende was auf dem Stack stehen, denn wenn am Ende auf dem Stack True steht, dann ist das sozusagen bewiesen. Das heißt, es ist ein gültiges Unlocking-Script und man darf die Funds sozusagen oder die Bitcoin, die man hat, weiter überweisen. Wenn hier am Ende False auf dem Stack steht, dann durfte man das Ganze nicht, sprich die ganze Transaktion wird vom Netzwerk abgelehnt.
Das ist so der Sinn hinter Skript, dass am Ende eben dasteht, angenommen oder abgelehnt. Und das sollte relativ schnell auswertbar sein, ist es auch tatsächlich. Sowas dauert nicht lang, um das Ganze auszuwerten, läuft einmal zack durch und man kann eben auch keine Viren oder sowas damit schreiben, weil eben alles so schön begrenzt ist. Deswegen musste man sich jetzt auch nicht irgendwie drum bemühen, hier Bitcoin irgendwie für Miner besonders sicher zu gestalten, sondern es ist einfach nur dieses Ding und ja, man kann damit eigentlich nicht wirklich was Böses machen. Bei Ethereum oder sowas ist es schon mal ja ein bisschen schwieriger, weil da haben wir eine Turing-vollständige Sprache, sprich man kann auch in den Unlocking-Scripts jede Menge Viren schreiben, deswegen musste man sich da um gewisse Sachen Gedanken und Sorgen machen und das hat man da auch getan. Das musste man bei Bitcoin eben nicht machen. Okay. So, das war jetzt die einfachste Art und Weise, wie man jetzt ein Skript sozusagen in Bitcoin schreiben konnte oder kann. Man macht das meistens so, allerdings gibt es auch noch sehr, sehr viele andere Skripts, die hier irgendwie Sinn machen. Und ihr könnt sozusagen alles in dieser stack-basierten Sprache schreiben, worauf ihr quasi Lust habt und was mit den Operationen sozusagen möglich ist. Okay, und deswegen wollen wir uns die einfach nächstes Mal kurz nochmal angucken. Gut. Das war's von meiner Seite heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.